Vor langer Zeit begaben sich Hunderte von Glaubenskriegern auf eine heilige Mission in die Sumpfländer des Ostens, wo man sie spurlos verschwunden glaubte. Sie waren die Kreuzritter, ein Orden strenggläubiger Männer und Frauen, die sich der Rettung des Glaubens der Zakarum vor Mephistos Verderbnis verschrieben hatten. Die Kreuzritter schworen einen heiligen Eid, die Welt auf der Suche nach dem Schlüssel zur Rettung Zakarums zu durchsuchen und diesem Ziel bis zu ihrem Tode treu zu bleiben. Ein jeder von ihnen nahm sich einen Knappen, den er zu einer Waffe des Lichts formen würde. Fiel der Meister, so übernahm der Knappe seinen Namen, seinen Schild und seine Waffe und führte seine Mission fort. Nun marschiert ein einzelner Kreuzritter gen Westen, auf der Suche nach einem Stern, den er auf Neu-Tristram fallen sah. Sein Pfad mag ein neuer sein, aber seine edle Mission ist dieselbe. Der Kreuzritter stellt sich dem Bösen Mann gegen Mann und vernichtet seine Feinde mit der Macht des Lichts. Geheiligte Waffen und undurchdringliche Schilde sorgen dafür, dass er sowohl einzelne Gefahren als auch ganze Gegnergruppen mit Leichtigkeit hinwegfegen kann. Nur Spreu im Winde. Jeder seiner Schläge wird von Zorn getrieben, einer Kraft, die im Kampf stetig wächst und zu wahrer Entfaltung kommt, wenn der Kreuzritter die Mächte des Bösen zerschmettert. Sie erlaubt es ihm, seine mächtigsten Fähigkeiten einzusetzen. Im Namen des Lichts. Der Kreuzritter kann seine Feinde mit Himmelsfuror verbrennen oder sie mit einem Schildstoß von den Beinen reißen. Dieser heilige Krieger ist anderen Helden ein mächtiger Verbündeter. Wenn er sich in die Schlacht stürzt, kann er die Aufmerksamkeit ganzer Legionen auf sich ziehen. Oder er kann sie mit seinem heiligen Richturteil an Ort und Stelle fesseln. Mein Glaube wird belohnt. Er kann Verbündete auch stärken, indem er durch die geheiligten Gebote Zakarums ihre Kampfkraft erhöht. Geschützt sowohl durch seine Rüstung als auch seinen Glauben kann sich der Kreuzritter mit jeder Ausgeburt der brennenden Höllen messen. Sein Ziel ist kein geringeres als das Ausmerzen aller Dämonen. Und ihm ist jedes Mittel recht, um es zu erreichen. Macht euren Frieden, solange ihr es noch könnt. Das Leben eines Kreuzritters ist von Gefahren geprägt. Nicht jeder verfügt über die Standhaftigkeit, diesem Pfad zu folgen. Doch wenn ihr die Kraft besitzt, vor dem Abgrund nicht zu verzagen, dann wird euch der Kreuzzug durch die Tiefen der brennenden Höllen bis in die Weiten der hohen Himmel führen. Und vielleicht sogar eurer ewigen Suche ein Ende setzen. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf.